Die New Housing in Karlsruhe. Ja, ganz viele Hersteller, Aussteller sind hier und dieses Haus hier hat mal wieder eine Schlange erzeugt. Man sieht es. Gibt es bei euch einen Eingang und einen Ausgang oder müssen die vorne rein und raus? Nee, es gibt nur einen Ausgang. Also das ist Einbahnstraße und du musst die Tür quetschen und dann wieder raus. So, wo bist du denn her? Ich bin aus Gammersfeld, das ist im Hohenloher Land, das ist kurz im Landkreis Schwäbisch Hall. Ungefähr das Bundesland Baden-Württemberg. Baden-Württemberg. Wir sind der letzte nordöstlichste Zipfel von Baden-Württemberg. Nach uns kommt Bayern. Geil. Also der Dialekt in Bayern ist, glaube ich, noch so ähnlich, oder? Ein bisschen fränkisch, das stimmt schon. Ja, ein bisschen fränkisch, okay. Wenn du mal kurz mit mir mitkommst, dann gehen wir mal drum rum, zeigen das mal. Das ist ein Tiny House, 3,5 Tonnen. Genau, ich habe es geschafft, 3,5 Tonnen. Ich habe für den Transport noch ein bisschen was ausgebaut und dann war ich genau bei 3,5 Tonnen. So, 3,5 Tonnen, da hast du ein bisschen was ausgebaut. Die Bauweise hier ganz anders als alle anderen, die hier stehen. Du hast in der Dachkonstruktion ein Riesenfenster eingebaut. Ja, genau. Das kommt daher, weil wir ursprünglich, also grundsätzlich sind wir Fensterbauer und auch Wintergärten und ich liebe Wintergärten und das ist der Grund, warum ich eine Dachverglasung reingemacht habe, weil das ganz wichtig ist. Ich brauche immer eine Dachverglasung. Das ist krass. Also allein das Design der Fenster, die habt ihr selber gebaut. Hier ist nichts normal, oder? Nein, bei uns gibt es nichts standardmäßig. Also auch oben die Giebelfenster sind mit drin, die habt ihr selber konstruiert und gebaut. Und das ist der Riesenvorteil, wenn du Fensterbauer bist, oder? Genau, das ist das, was mir an anderen Häusern nicht, also Tiny Häusern nicht so gefällt, ist, wenn man irgendwelche Rechtecke in die Fläche reinsetzt, die einfach nicht reinpassen. Und darum ist es mir immer ganz wichtig, dass ich das Design damit. So, die Fassade ist komplett hinterlüftet, nehme ich an, oder? Genau, das ist eine Lärche-Fassade. Die habe ich sogar auf 13 mm runtergehobelt von 20 mm, weil ich Gewicht sparen wollte und habe mir extrem viel Aufwand gemacht, dann ein Satiniergerät gekauft und die Bretter sind so gemacht, dass sie von Haus auf alt ausschauen. Das heißt, wenn man Lärche mal 10 Jahre draußen stehen lässt, sieht die so aus und ich habe sie gleich am Anfang so gewollt. Was ist der Trick von dem Gerät? Wie geht das? Das ist nichts anderes wie eine elektrische Bürste. Die habe ich kopfüber in meine Tischfräse eingebaut und habe dann alle Bretter durch meine Tischfräse durchgelassen. Ach so, da gibt es Holz, das ist nicht so hart, das geht weg und das etwas härtere bleibt stehen. Also bei Hartholz war es schwierig. Bei Lärche ist es kein Problem, weil das ist Nadelholz. Da kannst du wunderschön das Splintholz rausreiben und die Oberfläche ist einfach echt geil geworden. So, und jetzt, wie wird sich das ungefähr entwickeln im Laufe der Jahre von der Farbe her, das Haus? Wird es grauer? Nö, das bleibt so. Also es wird vielleicht noch ein bisschen dunkler, schätze ich mal, aber sonst habe ich das extra so gemacht, dass sich das nicht groß verändert. Preis von dem hier, wie es hier steht, ungefähr? 110.000. 110.000, so inklusive Steuer, korrekt? Ja. So, und das Ganze fährt, also du hast aber hier was ganz Besonderes. Also du hast ja gesehen, ich sag mal, du kriegst was für 70.000, 80.000 und so weiter, aber das hier ist jetzt nochmal von der Qualität und von allem, was hier da ist, nochmal eine ganz andere Hausnummer, oder? Definitiv. Das liegt schon mal dran, weil alles mit Holz-Aluminiumfenster verbaut ist. Und ich habe mir auch innen wirklich sehr, sehr, sehr viel Gedanken gemacht, dass ich jeden Stauraum nutzen kann. So, und jetzt die Qual der Wahl, denn die müssen alle vorne rein und vorne raus. Jetzt gucken wir mal die Breite vom Haus. Das ist 2,55 Meter, also das Maximum, was ich gewählt habe an der Breite. Die Höhe habe ich 3,90 Meter gemacht, dass ich noch 10 cm Toleranz hatte. Und die Länge der Hänger ist eigentlich 5,40 Meter plus das Vordach, also ich bin so knapp bei 7 Meter. So, und das kann ich, im Preis mit drin ist hier die entsprechende Veranda hier. Ja genau, auch die Terrasse habe ich da zum Prinzip mit reinkriegen. Die wird dann praktisch vor Ort dran gesetzt? Die Terrasse besteht aus 5 Teilen, die kannst du dann auseinanderbauen und dann separat fahren und dann wieder einbauen. Hast du mal geschlafen in dem Haus? Ja, letzten Samstag mit meiner besseren Hälfte. Gut, die steht da vorne und spielt mal ein bisschen hier den Türwächter, der mit dabei ist. Auch hier siehst du an der Tür, das ist jetzt Holz-Aluminium. Genau, das ist Fichtenholz und da habe ich diesmal ein Experiment gemacht, da ist Wachs drauf, also das ist eine Wachsfarbe. Und das Aluminium außer, das ist RAL 7039 Quarzgrau und einer Feinstrukturoberfläche. Das heißt, es ist eine sehr raue Oberfläche. Die nehmen wir das ziemlich oft, aber die sehr, wie soll ich sagen, die ist nicht so heikel mit Kratzer und Fettdorb und so weiter. Also die kann einiges ab? Ja, also die Farbwahl finde ich einfach nur geil. Ja, hast recht. Also das ist in Verbindung mit dem Wachs, was drauf ist. Hier sieht man auch, also das ist echte Handarbeit, die ihr macht. Und nichts aus der Serienfertigung. Wenn das fährt, das ist nochmal eine andere Hausnummer, dann hast du natürlich auch entsprechende Kräfte vom Fahrgestell, die auf das Haus ausgeleitet werden. Das kann das ab, oder? Ja, doch schon. Also wir sind hergefahren, alles war gut, keine Scheibe kaputt, nichts rausgefallen, alles funktionstüchtig. Boah, ist das schön. Danke.
Das ist ja krass. Das ist ja wie aus dem Möbelkatalog, oder? Ja, ich bin halt Schreiner. Oder wir sind alle Schreiner zu Hause. Könnt ihr mir mal einen Gefallen machen? Könntet ihr einmal ganz kurz, damit ich mal einen Schuss hier auf die Wand machen kann? Da ist ja der Hammer. Das ist ja krass. Das ist ja hier, die Designpreisträger kriegst du ja von mir. Ja. Eine durchgehende Fläche grifflos. Genau, ich hasse Möbelgriffe. Also Möbelgriffe, die machen ein Möbel nur kaputt. Das geht gar nicht. Vielen, vielen Dank erstmal. Und ich zeige mal gerade auch die Küche. Das ist auch ein Designobjekt. Das heißt, alles kommt mit drin. Alle Möbel sind mit drin. Ja. Nur Krass. das Kino nicht. Nur das was? Das Kino nicht, die Geräte nicht. Die Geräte nicht, die musst du kaufen. Einen Beamer hast du mit eingebaut. Der ist hier vorne drin. Da ist die Leinwand. Die hast du hier reingemacht. Die kannst du runterziehen. Boah, ist das schön. Toll. Genau. Soundsystem hast du reingebaut. Das kann ich auf Wunsch haben, wenn ich das möchte? Ja, klar. Also das hat den Grund, dass ich habe keinen Fernseher, sondern eigentlich ein Kino zu Hause. Also ich bin ein absoluter Filmfreak. Mich gibt es nicht ohne Filme und deshalb habe ich das hier auch so reingebaut. Ein 5.1-System, relativ klein. Hier vorne sind die 3 Lautsprecher, dahinter sind 2 Lautsprecher und ein Subwoofer habe ich hier verbaut. Also was ich toll finde, ist, du hast alles reduziert, das kann ich gerade mal zeigen, auf eine Seite, wo die Fenster sind. Dafür aber ordentlich. Das heißt, die zweite Seite, die du gemacht hast, die ist dann komplett zu und dadurch hast du praktisch eine Südseite und eine Nordseite, oder? Ja, aber der andere Grund ist ich habe die eine Seite ohne Fenster gemacht, damit ich die Schrankwand hier versetzen kann und vor allem auf der Außenseite eine große Reklametafel. Okay, verstehe. So, das ist jetzt ein Messerhaus und hier hast du dann eine richtige Dusche mit drin und wie zu Hause, gibt es auch einen Tank oder ist hier fest angeschlossen? Nee, du brauchst hier einen normalen Anschluss für Zuwasser. Ich habe jetzt hier unter der Dusche einen 30 Liter Warmwasserboiler verbaut. Und dann ist noch der Trafo für die elektrische Fußbodenheizung verbaut und der Stromverteiler. Okay, das heißt, entsprechend hier ist jetzt die Haustechnik, wir stehen drauf. Ja. Wie kommt man da ran eigentlich nochmal? Von außen mit 2 Revisionsklappen. Okay, verstehe. So, und da hast du auch Licht mit drin. Hier oben sind die Fenster, die wir von außen gesehen haben. Die Toilette, Geberit vorgebaut, wie man das kennt. Also Haustechnik wie zu Hause. Ja, genau. So. Das Thema GEG, das hatte ich ja auch erwischt. Hast du ein Problem mit GEG oder kannst du nach Baugenehmigung bauen? Das Gebäudeenergiegesetz, das neue. Ich vermute, dass das nicht für Tiny Häuser zutrifft, weil Tiny House ist noch ein totales Grauzone. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, also wärmedämmtechnisch ist das hier nicht das Nonplusultra. Das habe ich gemacht wegen dem Gewicht. Das heißt, hier ist nur Zweifachglas verbaut. Also für uns ist es kein Problem, Dreifachglas zu bauen, auch ein Dach. Das habe ich aber aus Gewichtsgründen nicht gemacht, weil es mir ganz wichtig war, das Teil auch herzufahren, dass ich unter 3,5. Das ist vielleicht auch wichtig. Das heißt, also hier wäre jetzt zum Beispiel am Campingplatz, wenn ich eine Genehmigung habe, nach praktisch dem vereinfachten Baurecht, da wäre es dann sehr einfach. Ansonsten müssen wir die Wände ein bisschen dicker machen. Oder? Und Fenster dreifach geht ja auch, oder? Geht problemlos, man kann das alles machen, man braucht halt dann ein Autokran. So, hier oben, da seht ihr übrigens dann nochmal die Haken, alles sehr schön gemacht. Die Fenster als Oberfenster. Wir kommen mal, geh mal raus. Und da siehst du, also an jeder Ecke hast du kleine Detaillösungen gemacht. Hier unten drunter ist Stauraum. Ja, Stückplatte. So, Pushlocks. Damit ich die Treppe nutzen kann. So, die sind mit drin. Und dann, hier ist ein Schrank. Schreibtisch, da kannst du die Tür Schreibtisch? aufmachen. Ja. Und die Beine reinstellen. Ne, du kannst dann das da raus. Das ist ein Laptop und dann habe ich vor, dass ich einen Bildschirm mache, einen PC, Tastatur, Bringordner, was immer, wenn man Homeoffice machen möchte. Aber das ist ja als Ferienhaus für mich gedacht. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht so viel genutzt. Okay, verstehe. So, dann ist hier, was ist hier drin in dem Bereich? Apothekerschrank. Apotheker, okay. Du kannst dir dein diverses Zeugs reintun. Dann war leider meine Küche so klein, dass ich keinen Besteckschubkasten machen konnte. Darum habe ich den jetzt hier reingebaut. Okay. Besteckschubkasten. Ja, hast du das jetzt eigentlich geplant am Rechner oder von Hand zu Fuß? Das ist relativ einfach. Ich gehe viel schwimmen und wenn ich schwimmen gehe, dann fällt mir sowas ein und dann setze ich das im Computer um. Er geht schwimmen. So, dann Kochfeld mit drin, Backofen. Backofen, Zweifachherd, Kühlschrank. Warte, ich zeig's mal gerade. Da ist der Kühlschrank mit drin. Auch da ein Haushaltskühlschrank, eine große Spüle, Riesenspüle hast du mit drin. Das ist noch mein Werkzeug zum Auf- und Abbauen. Hier kommt später mal noch ein Mülleimer zum Rausziehen. Aber den habe ich noch nicht bestellt. So, Apotheke habe ich soweit. Und das ist die Sitzgruppe. Genau, das ist die Sitzgruppe. Das war mir jetzt wichtig, dass ich... Das ist ein Bett und gleichzeitig diese Schräge als Lehne. Und das war mir jetzt wichtig, dass ich diese Parallelität von dem Fenster hier übersetze. Das war für mich ganz wichtig, dass ich das Design auch von außen übernehme. Und da ich auch neben
Filmschauer sehr gerne lese, kannst du jetzt hier das da noch rausschieben. Und da ist dann unten ein Licht zum Lesen. Eine Lampe, eine Leselampe. Das ist ja süß. So. Ja, du hast es verdient. Du baust individuell. Es gibt noch was, ein Fernseher. Das ist der Esstisch. Nee. Nein, ich habe keinen Fernseher. Du hast keinen Fernseher, du hast den Beamer. Das ist der Esstisch. Was ist das? Esstisch. Esstisch. Ja, das ist der Esstisch. Ich gehe mal ein Stück zurück. Bitte mal, da sind die Stühle mit drin. Das ist der Esstisch, den kannst du einfach rausziehen. Erinnert mich so ein bisschen an Japan. Ich darf mal kurz zeigen, das sind die Beschläge, die du hier gebaut hast, aus Edelstahl. Häfele, Zapfverbänder, extrem massiv. Die kommen woher, Häfele? Deutschland. Nee, aus welchem Bundesland? Baden-Württemberg. Baden-Württemberg. So, ich wollte es nur sagen. Ja, der. Also alles Häfele. Das hier ist auch Häfele? Nein, Blum. Blum. Okay. Das lasse ich jetzt mal gelten, ja, auch wenn es kein Häfele ist. Oben drüber, was ist da drin? Das ist normale Stauraum. Also hier habe ich nur einen Stauraum gemacht und hier ist noch Kleiderschrank. eine kleine Garderobe. Habe ich extra die Wandhake parallel zur Rückwand gemacht, weil ich die Tiefe nicht habe. Und ganz wichtig hier unter ein paar Schüchen und Subwoofer. Der Subwoofer. So, und jetzt das Bett. Hat das ein Lattenrost mit drin? Ausziehbar. Ausziehen. Wow. Das ist eine zweite Matratze runterschmeiße, Gaststatus erfüllt. Krass. Das heißt, okay, das ist denn dieselbe Höhe, die zweite Matratze? Oder ist sie ein bisschen tiefer? Nee, da habe ich absichtlich zwei unterschiedliche Höhe genommen, damit ich den Lattenrost übertragen kann. Also das sind zwei unterschiedliche Matratzenhöhen. Aber du stehst hier und guckst dann abends Netflix und kannst es hier auf der Leinwand sehen und das machst du auch schon mal. Ich habe es jetzt hier noch nicht gemacht. Ich habe es am Mittwoch beim Aufbau habe ich mal den Beamer angetestet, aber das ist zu hell gewesen. Aber es geht, ja. Netflix, Apple. So, und das ist eigentlich das Highlight hier oben. Man merkt, dass das indirekte was dran ist und da hast du eine Stange und wenn es mal dunkel ist, dann kannst du einfach runterziehen und hast einen Sternenhimmel und kannst sogar die Sterne sehen, während du schläfst. Ja, das war mir wichtig. Und was ganz cool ist, wenn es regnet. Wenn es regnet, so wie jetzt gestern hat es Nachmittag richtig geregnet, das ist schon geil. So, und dann ist auch, die Steigung ist so, dass sich das von selber reinigt dann, oder? Fast. Ein bisschen Putze, muss man sagen. Komm, wir gehen raus, wir räumen mal. Ist das dein Mann eigentlich? Nee. Mein Freund. Dein Freund, egal, aber er hat doch toll gebaut, oder? Ja, super. Also ein Traum. Du kannst ja auch kein Hochdeutsch. Ich kann auch kein Hochdeutsch. Wir können alles außer Hochdeutsch. Ist ein schönes Haus, ja, ganz ehrlich. Ja, haben schon viele Leute gesagt. Und Also ist ja jedes anders. Hast du mal Zeit gehabt, dich mal umzugucken oder ging das nicht? doch, am Donnerstag haben wir mal rumgeschaut. Genau, also lässt sich ja jeder wegen was anderes einfallen. Ja, man kann ja viele Sachen, aber ich filme ja jedes Haus. Also könnt ihr euch die Videos später mal angucken, auch das hier. So, jetzt machen wir ein bisschen Werbung für euch. Komm mal mit. Ihr seid von der Firma HEMA Fensterbau. Du hast aber hier, habe ich schon gesehen, ein eloxiertes Schild. HEMA Wintergärten, Türen, Fenster. Ihr kommt aus Blaufelden. Also Gammelfeld ist der Teilort. Blaufeld ist der eigentliche Ort und Gammelfeld ist der Teilort. So, habt ihr schon dieses ganz moderne Internet? Habt ihr das schon? Jawohl, das haben wir schon. Es steht ja noch keine Homepage, aber da kommst du jetzt mal mit. Ja, ich komme mit. Ich hab's gefunden. Guck mal hier. Hier ist sogar ein QR-Code. Instagram ist da und Homepage ist auf der anderen Seite. So, da ist der QR-Code und die Webseite ist auf der anderen Seite. Das zeigen wir mal gerade, weil Leute werden jetzt fragen, wo kann ich denn sowas kaufen? Lieferzeit bei dir? Momentan, also dieses Jahr wird es knapp, das wird eher Anfang nächstes Jahr, weil wir sind sehr, sehr zu. Also Anfang nächstes Jahr. Da ist es. Da hast du einen Buchstaben zu viel gedruckt, oder? Ich zeig's mal gerade, aber das ist nicht so schlimm. HEMA Fensterbau könnt ihr einfach hema-fenster.de. Also tolles Haus, ganz anders wie alle anderen und auch die Kohle wert, muss ich sagen, weil du hast ja so viel Detaillösungen gemacht. Ich meine, das ist jetzt kein Haus für jedermann, aber es ist für Leute, die irgendwie stehen auf Design, oder? Da ist es doch, oder? Ja, also grundsätzlich unsere Kundschaft, die sind auch die da das Budget haben, muss ich ehrlich sagen. Also wir sind schon hochpreisig angesiedelt. Ja, aber ich meine, ist ja freiwillig, man muss ja nicht kaufen, ja. Vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Wir sind auf der New Housing 2023 in Karlsruhe. Ciao.